Hallo, ich begrüße dich auf meinem Kanal. Heute werden wir über das nächste Sternzeichen sprechen, wie es wirklich im Sanskrit steht, in den Veden. Ob Veden mit V geschrieben werden oder mit einem W, spielt keine Rolle. In Wirklichkeit, dieses Wissen ist universal. Dieses Wissen kam nicht von der Erde, sondern aus dem Universum. Dieses Wissen kam vom Schöpfer und nicht in schriftlicher Form. Erst später hat man Menschen, die ein bisschen mitgedacht haben, dachten, oh mein Gott, es wird vergessen, und haben dieses Wissen runtergeschrieben. Deswegen gibt es mehrere Quellen von diesem Wissen. Es gibt in Russland sehr viel, in Indien sehr viel und in anderen Ländern gibt es auch immer wieder irgendwelche Informationen. Natürlich unterscheiden sich Quellen aus Russland, vedische Quellen von denen aus Indien, denn man darf nicht den Menschenfaktor vergessen. Das waren Menschen, die die Veden dann runtergeschrieben haben, aufgeschrieben haben. Und die waren in einem gewissen Umfeld. Und es ist natürlich ein bisschen anders, ist klar. Aber wir haben mit einem universellen Wissen zu tun. Das, was ich hier auf diesem Kanal weitergebe, und seit kurzem jetzt in 3 Sprachen, Deutsch, Spanisch und Englisch. Leider Englisch ist nur Untertitel, da ich selber nicht so perfekt Englisch spreche. Dieses Wissen stammt aus der slawischen Ecke. Ich bin selber in Sibirien aufgewachsen und selber in diesen Orten aufgewachsen und sehr viele spirituelle Erlebnisse gehabt, unglaubliche Menschen getroffen, die hellsichtig waren, die dieses Wissen in sich getragen haben. Und ich bin in dieses Wissen hineingewachsen, als Kind schon. Das war für mich etwas, was ich irgendwie schon kannte. Und später aus eigenem Horoskop habe ich gesehen, ja, ich habe schon dieses Wissen gehabt in einem meiner Vorleben. Eventuell ist das auch der Grund, warum ich jetzt wieder auf der Erde bin. Heute sprechen wir über das Sternzeichen Steinbock. Sternzeichen Steinbock. Im vorherigen Video sprachen wir über das Sternzeichen Schütze. Ich habe mit Absicht mit dem 9. Sternzeichen angefangen, denn ab dem 9. Sternzeichen geht die Seele auf eine andere Ebene. Und ein Sternzeichen ist nie ein Zufall. Niemand inkarniert auf die Erde in einem bestimmten Sternzeichen, sondern allein das Sternzeichen gibt uns schon sehr viele Aufgaben. Oder sogar, es ist ein Wegweiser. Warum bin ich hier? Warum habe ich inkarniert? Und in den Veden, im Sanskrit, steht nicht so, dass wenn der Mensch im Sternzeichen Steinbock geboren wurde, also die Sonne im Steinbock, dann ist er ein Steinbock. Sowas steht nicht drinnen. Es geht um die Energien. Das heißt, wann ist die Energie vom Steinbock im Leben eines Menschen stark? Zum Beispiel, wenn der Mond im Steinbock steht, im D1 Horoskop im Vedischen, oder die Sonne im Steinbock steht, in D1 Horoskop, also im persönlichen Horoskop, oder viele Planeten stehen im Sternzeichen Steinbock, oder der Mond im Horoskop
Navamsha, der 9, steht im Steinbock. Oder der Mars in der 1 oder in der 9 steht im Steinbock. Dann wird sich das Sternzeichen Steinbock wird sich stark zeigen. Okay, was ist ein Steinbock? Ein Steinbock, wie erkennen wir starke Energie vom Steinbock? Zum Beispiel, wenn wir einen gebrechlichen oder kranken oder alten oder einfach geschwächten Menschen sehen und denken, oh, er hat schon alles hinter sich, es wird nichts mehr, der ist abgebrannt, er oder sie, spielt keine Rolle. Und wir denken, okay, er hat schon gelebt oder sie hat schon gelebt, es war schon mal. Und nach ein paar Monaten erfahren wir, wow, was hat dieser Mensch alles geschafft. Das ist Steinbock. Das, was nach außen ist. Oft sind diese Menschen gar nicht so auffällig. Nicht so starke Farben im Gesicht oder nicht besonders hübsch. Aber es trügt. Der Schein trügt. Dahinter ist eine unglaubliche Stärke. Zum Beispiel, wenn wir an einen Igel und eine Schildkröte denken. Es gibt ja auch Märchen zu diesem Thema, nicht umsonst. Ein Igel, wenn man einen Igel beobachtet, der geht links, rechts. Ich habe einen Igel im Garten. Der geht in alle Richtungen und schaut, was gibt es da Leckeres. Man hat das Gefühl, er hätte kein Ziel, so wirklich. Natürlich kommt er zu seinem Ziel. Sein Ziel ist, voll zu werden und dann schlafen zu gehen. Ja, er hat nur Winter im Kopf und seinen Winterschlaf. Eine Schildkröte geht nicht nach links und rechts, sondern sie lässt sich gar nicht von ihrem Weg abbringen, verzettelt sich nicht, ist langsam, aber die äußere Welt interessiert sie gar nicht. Sie ist so vertieft in ihrem Ziel, in ihre Vorstellung, wo sie hin will. Und langsam kommt sie dort an. Eine der Charaktereigenschaften von einem Steinbock ist, diese Menschen verehren ältere Menschen und auch seine Eltern. Und sie denken an die Zeit im Alter. Die fragen sich, okay, wie kann ich mich absichern? Ich weiß, dass ich alt werde. Ich muss mich absichern, also es muss genügend da sein für mich und für die Familie. Und womit kann ich mich beschäftigen, wenn ich älter bin? Diese Menschen, der Saturn hat irgendwie mit dem Alter zu tun. Auch oft haben diese Menschen Berufe, die noch aus der Zeit vorher stammen. Zum Beispiel, sie flüchten Körper oder machen irgendwelche Berufe, die für andere Menschen gar nicht mehr so cool sind, gar nicht mehr so aktuell. Für einen Steinbock sind Traditionen, Familientraditionen wichtig. Der Steinbock kann eine Arbeit machen, nur wegen Geld oder nur wegen seinen Eltern, weil sie das wollten. Es ist nicht wie ein Krebs oder Skorpion, die können das nicht, die sind so emotional, sie können sich nicht lange überwinden, irgendwas zu tun, was sie nicht wirklich wollen, was die Seele nicht wirklich will. Ein Steinbock sagt, okay, es muss gemacht werden, mein Papa ist zu alt, ich muss den Laden übernehmen. Und ich mache das. Es ist zwar nicht das, was ich unbedingt machen wollte, aber es bringt Geld und es bringt eine Absicherung im Alter.
die können das tun, weil es wichtig ist in diesem Moment. Die stellen ihr Ego zurück für ein bestimmtes Ziel. Aber man darf diese Menschen nicht unterschätzen. Die wissen, was sie wollen, wohin sie wollen. Und wenn sie egolos sind, selbstlos, tun sie das nicht einfach so, sondern weil sie ihr Ziel höher stellen. Genauso sind diese Menschen so, dass sie nicht unbedingt viele Freunde haben wollen, einfach um zu plaudern stundenlang. Das ist überhaupt nicht. Wenn ein Steinbock Freunde hat, Kontakte hat, kann auch viele Kontakte haben, er weiß warum. Das ist eine Investition in irgendwelche Sache, in etwas. Ein Steinbock handelt überlegt. Er weiß, wohin er will, und wenn er jemanden kennenlernt, dann handelt er nicht sehr emotional, sondern praktisch. Das kann auch bei einer Partnerschaft sein, wo wenn das ein Mann ist, denkt, okay, diese Frau kann kochen, die gefällt mir, die ist sexy, die ist hübsch, die kann kochen, putzen, sie ist gut für die Familie und das ist die Liebe für ihn. Für eine Frau Steinbock mit einem starken Steinbock im Horoskop, sie denkt an ihre Beziehung und denkt, der Mann ist nett, der kann arbeiten und der kann die Familie absichern. Ein Steinbock, oder sagen wir so ein Mensch, der mehr Steinbock-Energie in seinem Horoskop hat, verändert sich langsam, aber er verändert sich auch. Das ist ein bewegliches Sternzeichen. So ein Sternzeichen wie Krebs verändert sich ständig, oder Wasserzeichen, ja, die verändern sich. Ein Steinbock verändert sich viel langsamer. Ein Steinbock weiß auch, es wird nichts von außen kommen, einfach so. Und er arbeitet alles mit seinen eigenen Händen, manchmal tatsächlich in einem handwerklichen Beruf. Er weiß, ich bin der das selber erschafft. Ein Steinbock überlegt sich oft vorsichtig seine Entscheidungen und seine Schritte. Warum? Weil in seinem Inneren ist er sehr emotional. Er hat eine harte Schale. Man wird nicht einfach so im Sternzeichen Steinbock geboren, und diese Menschen haben schon viele Rückschläge erlebt. Und in diesem Leben, wenn dieser Mensch eine falsche Entscheidung trifft, dann geht meistens sehr vieles schief. Und das weiß ein Steinbock so. Er weiß das und er will sich absichern. Er möchte erst ein bisschen beobachten und seine Entscheidung überlegen. Eine wichtige, oft fehlende Eigenschaft beim Steinbock ist, der ist manchmal nicht dankbar genug. Menschen, die in diesem Sternzeichen auf die Erde kommen, müssen es lernen, für alles dankbar zu sein. Oft werden sie nicht in eine reiche Familie hineingeboren und müssen wirklich alles selber erarbeiten. Das ist die Aufgabe von diesem Sternzeichen. Und in dieser ganzen Arbeit vergessen sie, Danke zu sagen für das, was sie bekommen. Sie haben das Gefühl, ich habe das ja selber geschafft. Eine gewisse Dankbarkeit würde diesen Menschen viel mehr bringen. Eine interessante Eigenschaft von einem Steinbock ist, dass diese Menschen sehen mit 17 oft wie mit 21 aus, also älter, in jüngeren Jahren, und später, in älteren Jahren, werden sie nicht mehr älter.
Ihr habt sicher irgendwelche Freunde, die im Sternzeichen Steinbock geboren sind. Es ist erstaunlich, wie jung diese Menschen im Alter wirken. Die sehen meistens nie richtig jung aus, aber auch dann nicht wirklich alt. Und das ist absolut faszinierend. Noch eine Eigenschaft vom Steinbock ist, dass er nicht wirklich was persönlich nimmt. Man kann ihn sogar beleidigen, aber er setzt sein Ziel an die erste Stelle und vergisst diese Beleidigung, weil es ihm nichts bringt, diese Beleidigung mitzuschleppen. Ein Steinbock denkt eher praktisch als emotional. Ein Krebs denkt sehr, sehr emotional, was ihn sehr blockiert. Ein Steinbock nicht. Natürlich hat er auch Emotionen, aber er ist ziemlich auf der praktischen Ebene. Denn die Seele ist gekommen, um einen Statusberuf zu erreichen, eine gute Statusposition, eine Position in der Gesellschaft. Ein Lehrer, ein Ingenieur, ein Chef, eine leitende Position. Und da sind Emotionen nicht unbedingt gute Begleiter. Bei Frauen, Steinbock, ist so, dass sie manchmal denken, ich bin noch nicht klug genug, nicht intelligent genug, ich muss mehr lernen, ich muss mehr werden, obwohl sie oft richtig toll aussehen und sich ganz toll, so richtig elegant und teuer anziehen, obwohl die Kleidung nicht teuer ist. Sie können das. Und die Frau denkt oft, ich bin nicht hübsch genug, ich muss noch gesünder und hübscher werden. Das sind Eigenschaften von einer Steinbock-Frau. Ein Steinbock kann ziemlich stur sein. Zum Beispiel, wenn jemand ihm sagt, irgendwas, was vielleicht nicht gepasst hätte, oder dann überlegt sich der Steinbock, stimmt es? Stimmt es mit meiner inneren Wahrheit überein? Wenn ja, vielleicht nimmt er das an. Wenn nicht, dann blendet er sowas komplett aus. Er hat es gleich vergessen. Und da können Probleme entstehen, denn wenn er ein Chef ist, dann denken die anderen, er ignoriert mich, er sieht mich nicht, meine Meinung ist nicht wichtig und es kann Probleme bei der Firma geben. Das ist aber eine Eigenschaft vom Steinbock, der einfach alles ausblendet, der nicht wichtig ist für das Hauptziel. Interessanterweise gibt es Menschen mit diesem Sternzeichen in solchen Berufen wie Musik, Malerei, in den Kunstberufen. Warum? Wie schon gesagt, Steinbock ist nur nach außen so kalt und irdisch, pragmatisch, bodenständig. In seinem Inneren kann er sehr emotional und verspielt sein. Und manchmal wählt sich so ein Mensch eben den Beruf, in dem er seine weiche Seite ausleben kann. Und es gibt tatsächlich sehr viele Musiker in diesem Beruf. Sonst ist der Steinbock jemand, der Traditionen pflegt. Er mag in bestimmten Vereinen dabei sein, die traditionell sind. Er schätzt Traditionen und Gewohnheit seiner Familie. Das ist ein stabiles Zeichen und wie schon gesagt, bei Freundschaften überlegt er sich schon, diese neue Freundschaft, bringt sie mich weiter? Ist sie gut für mich? Oder, und das ist auch ein interessanter Punkt, ein Steinbock braucht Zeit für sich. Ihm ist bewusst, wie wichtig seine Lebenszeit für ihn selber ist. Das heißt, am liebsten würde er sehr viel Zeit mit sich selbst verbringen,
mit seinen Plänen, mit sich selbst, mit seinen eigenen Talenten. Ja, ein gesunder Egoismus ist gut. Deswegen verbringt er nur dann Zeit mit anderen Menschen, wenn er das Gefühl hat, es bringt ihn weiter. Wir erkennen hier einen Menschen, der ziemlich strategisch und erwachsen denken kann. Natürlich, wenn der Saturn, der Planet im Horoskop, schwach ist, in einem Wasserzeichen liegt zum Beispiel, dann kann es sein, dass dieser Mensch faul ist, nichts tut, genau das Gegenteil. Wenn der Saturn stark ist und besonders wenn er im Navamsha-Horoskop, in den 9, im Horoskop für die zweite Lebenshälfte stark ist, bedeutet das, dass der Mensch nach der ersten Lebenshälfte sich komplett verändern kann und plötzlich sehr, sehr erfolgreich, ausdauernd und zielstrebig wird. Und dann kann niemand diesen Menschen stoppen, anhalten. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich hoffe, es gab neue Informationen für dich. Ich freue mich über jedes Kommentar und abonniere bitte meinen Kanal, damit das Wissen aus dem Sanskrit die ganze Welt erreichen kann. Momentan kann ich nur Untertitel in Englisch anbieten, aber es wird sich vielleicht ändern. Ich bedanke mich bei dir, deine Inga.